Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu meinem Vortrag zum Abschnitt 2 Brillenprofil und Unterquerung bestehender RBS-Bahnhof. Der Abschnitt 2 Bahnhofeinfahrt befindet sich unter der nordöstlichen Gleiszufahrt, hier mit einem blauen Pfeil markiert, sowie unter dem nordöstlichen Ende der Perronanlagen des Hauptbahnhofs Bern. Ich habe Ihnen den Bereich mit einem roten Kreis markiert. Der Abschnitt ist 330 Meter lang und besteht aus 4 Einspurtunnel und dem Aufweitungsbauwerk Brillenprofil genannt. Am Bergmännischen Portal im Abschnitt 3, hier rechts im Bild, beginnt der Abschnitt 2 als Brillenprofil. Das Brillenprofil weist eine Länge von 13 bzw. 21 Meter auf und ist asymmetrisch. Nach dem Brillenprofil werden die Gleise auf einer Länge von ca. 80 Meter als 2 Einspurtunnel außen und einem Doppelspurtunnel in der Mitte weitergeführt, bis auch die beiden mittleren Gleise genügend Abstand aufweisen, um als 2 Einspurtunnel geführt werden zu können. Nach weiteren ca. 70 Meter unterqueren die Einspurtunnel den bestehenden RBS-Bahnhof und fächen sich dabei immer noch leicht auf. Auf dem letzten Teilbereich von ca. 110 Meter bis zu den Bahnhofskavernen verlaufen die 4 Einspurtunnel in einem Rechtsbogen quasi parallel zueinander und ebenfalls fast parallel zu den sich darüber befindenden SBB-Gleisen und Perronanlagen. Der Tunnel des Abschnitt 2 befindet sich vollumfänglich in der unteren Süßwassermolasse, welche vorwiegend aus Sandsteinschichten und aus fein geschichteten Wechsellagerungen von Sandstein, Feinsandstein, Siltstein und Mergel besteht. Die Felsoberfläche kann mit glazialen Abflussrinnen und Kolken bzw. aufgefüllten Gletschermühlen durchzogen sein. Es ist zudem mit einer verwitterten Felsoberfläche zwischen 1 Meter und 4 Meter Stärke zu rechnen. Eine Felsrinne ca. 40 Meter hinter dem Bergmännischen Portal führt beim Widerlagerstollen Ost und beim Einspurtunnel Gleis 21 zur Anwendung eines Rohrschirmvortriebs in 4 Etappen. Die Rinne wurde mittels zusätzlicher Erkundungsbohrungen möglichst genau erfasst, so dass ausgeschlossen werden kann, dass der Felshorizont unterhalb der Tunnelfirste zu liegen kommt. Der Tunnelfirst kann aber im verwitterten Fels liegen. Der Abschnitt 2 befindet sich teilweise unterhalb des Bergwasserspiegels. Nebst den geologischen Randbedingungen sind im vorliegenden Projekt insbesondere auch die bestehenden Bauwerke zu berücksichtigen. Auf dem Bild sind die verschiedenen Elemente farblich dargestellt. Die Anlagen haben heute zwar nicht mehr denselben Zweck, zum Beispiel die Poststollen oder die Gepäckstollen, sie werden aber trotzdem noch für den Betrieb des Bahnhofs benötigt und müssen erhalten werden. Die für das vorliegende Bauvorhaben bedeutendsten unterirdischen Bauwerke sind der bestehende Bahnhof RBS, orange im Bild, und die bestehende Personenunterführung der SBB, hellblau im Bild. Während der Vortriebe Einspurtunnel müssen die Bauwerke weiter genutzt werden können. Die Lage der Einspurtunnel ist mit roten Flächen im Bild dargestellt, beginnend mit dem Brillenprofil rechts oben im Bild. Nun noch ein paar kurze Worte zur Baulogistik. Im Vortrag meiner Kollegen hören Sie Beiträge zu den Baugruben und zu den weiteren Vortrieben, deshalb lasse ich diese Projektteile aus. Es ist aber so, dass der Abschnitt 2 über die Nachbarabschnitte logistisch versorgt wird. Aus diesem Grund müssen diese Nachbarabschnitte auch vorgängig ausgebrochen werden.
Die Andienung des Abschnitt 2 erfolgt dann in der Regel über die Baugrube Wildpark im Abschnitt 6 durch den Doppelspurtunnel hindurch. Die Logistik oder die Versorgung über die Öffnung im Deckel der Baugrube Eilgut ist aber ebenfalls möglich. Einzelne Ausführungsarbeiten, wie zum Beispiel die Erstellung des Abfangriegels der Bohrpfahlwand, müssen sogar zwingend über den Abschnitt 3 angedient werden, weil der Durchschlag zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgt ist. Nun zu den Vortrieben. Die Ausbruchquerschnitte betragen zwischen 51 Quadratmeter im Einspurtunnel und 119 Quadratmeter im Doppelspurtunnel mit größtem Achsabstand. Der Ausbruch erfolgt mit kurzen Abschlagslängen als maschinenunterstützter Vortrieb im Fels, im Kalottenvortrieb und mit zeitlichen Erweiterungen im Bereich des Brillenprofils. Auf die hier ersichtlichen nicht alltäglichen Querschnitte gehe ich später im Vortrag ein. Die Ausbruchssicherung besteht aus systematisch eingebauten Stahlbögen und Spritzbeton. Im Bereich der Unterquerung des bestehenden RBS-Bahnhofs sowie im Bereich mit geringer Überdeckung sind zusätzlich eine vorauseilende Sicherung mit Rohrschirmen sowie eine Ortsbrustankerung vorgesehen. Wo erforderlich, werden die Kalottenwiderlager mit Mikropfählen verstärkt und Entlastungsbohrungen in der Ortsbrust angeordnet. Sämtliche Querschnitte im Abschnitt 2 sind zweischalig ausgebaut und verfügen über ein Abdichtungssystem mit Drainageschicht und Abdichtungsfolie sowie über Drainageleitungen am Gewölbefuß. Und nun zum Kernthema meines Vortrags, dem Brillenprofil. Vor der Einfahrt in die beiden zweigleisigen Bahnhofskavernen müssen die beiden im Doppelspurtunnel verlaufenden Zufahrtsgleise unterirdisch auf 4 Gleise aufgefächert werden. Die Anordnung dieser Auffächerung unmittelbar vor der Bahnhofskaverne ist aus geometrischen und technischen Gründen nicht möglich. Stattdessen wird die Lage des bergmännischen Portals so gelegt, dass der Bereich der Bahnhofseinfahrt der SBB, auf dem Bild grün dargestellt, bergmännisch unterfahren werden kann. Die Bahnhofeinfahrt der SBB darf dabei nicht tangiert werden. Aus diesem Grund wurde gerade in diesem Bereich großes Augenmerk auf das Risikomanagement gelegt. Dies umfasst neben vorgängigen Erkundungsbohrungen auch Vorauserkundungsbohrungen aus dem Vortrieb, ein umfassendes Überwachungskonzept und bereits vordefinierte Interventionsmaßnahmen. Aufgrund der beim bergmännischen Portal noch sehr nahe beieinander liegenden Gleisachsen kann hier noch kein regulärer Vortrieb erfolgen. Die minimal erforderliche Breite des verbleibenden intakten Felspfeilers muss gemäß den statischen Berechnungen mindestens 3 Meter betragen. Wird dieses Maß unterschritten, ist ein Materialersatz aus Beton erforderlich. Um den Beton vorgängig einbringen zu können, wird ein Hilfsstollen, Widerlagerstollen genannt, erstellt. Auf den ersten ca. 20 Vortriebsmetern hinter dem bergmännischen Portal liegen die Gleisachsen aber so nahe beieinander, dass auch ein Materialersatz nicht mehr möglich ist. Stattdessen wird eine bewehrte Trennwand, eine Art Stütze, zwischen den Gleisen ausgeführt, auf denen die Tunnelgewölbe aufgelagert werden. So entsteht ein zusammenhängendes Profil mit einem Doppelspurtunnel in der Mitte und je einem Einspurtunnel außen. Die Gleise im Doppelspurtunnel fächern nach ca. 40 Meter hinter dem bergmännischen Portal ebenfalls auf, so dass das Doppelspurprofil aufgeweitet werden muss. Nach ca. 100 Meter hinter dem bergmännischen Portal werden die beiden Gleise in Einspurtunnel weitergeführt.
Auch hier ist noch ein Materialersatz mit Beton zwischen den beiden Röhren erforderlich. Auf der Folie sehen Sie auf dem Querprofil 1 oben rechts die Anwendung der Betonstützen und auf dem QP2 unten rechts auf der rechten Seite eine Betonstütze und auf der linken Seite zwischen dem linken Einspurtunnel und dem Doppelspurtunnel in der Mitte ein Materialersatz. Bevor mit den Vortriebsarbeiten für das Brillenprofil begonnen werden kann, muss die Bohrpfahlwand, welche durchfahren werden soll, mittels Betonriegel abgefangen werden. Diesen Bauvorgang zeige ich Ihnen später im Vortrag. Die Vortriebsarbeiten im Abschnitt 2 starten mit dem Brillenprofil. Hierzu wird zuerst der Widerlagerstollen West vorgetrieben. Er befindet sich zwischen den Achsen von Gleis 23 und 24. Der Stollen wird auf einer Länge von 38 Meter vorgetrieben und mittels 3 Gurtgitterträgern, Netzbewehrung und Spritzbeton gesichert. In einem zweiten Schritt wird in der hinteren Hälfte des Stollens der Beton für den Materialersatz eingebracht. Danach erfolgen die Bewehrungs- und Betonarbeiten für die Stützen des Brillenprofils. Bereits in diesem Schritt muss vorgängig zur Betonage die Abdichtung über der Stütze eingebracht werden. Diese Abdichtungsführung ist für die folgenden Bauzustände heikel, da die Abdichtung bei den nächsten Arbeitsschritten verletzt werden könnte. Sie ist deshalb zu schützen. In einem zweiten Schritt wird der Widerlagerstollen Ost vorgetrieben und Materialersatz und Stütze des Brillenprofils im gleichen Prinzip eingebaut. Nun folgen die eigentlichen Vortriebe als seitliche Aufweitungen der Widerlagerstollen, beginnend mit Einspurtunnel Gleis 24, danach mit Abstand der Einspurtunnel Gleis 21 und am Schluss der Doppelspurtunnel. Dabei muss im Bereich des Brillenprofils die Ausbruchssicherung direkt mit der bereits bestehenden Ausbruchssicherung des nebenliegenden Widerlagerstollens verbunden werden. Der Lastabtrag erfolgt dann über die Stütze des Brillenprofils, welche somit ebenfalls Teil der Tragkonstruktion der Ausbruchssicherung wird. In einem letzten Schritt erfolgt der Einbau der Innenschale. Zuerst die Sohlenplatte, danach die Abdichtung und das Gewölbe. Die Abdichtung muss dabei an die bereits verlegte Abdichtung im Stützenbereich angeschweißt werden. Das Gewölbe der Einspurtunnel lagert auf der einen Seite auf die Stütze, auf der anderen Seite auf der Sohlenplatte auf. Das Gewölbe des Doppelspurtunnels lagert auf beiden Seiten auf die Stütze auf. Im Bereich im Materialersatz werden die Tunnel genügend Abstand haben und die Gewölbe können jeweils auf beiden Seiten nach unten gezogen werden. Vorhin habe ich Ihnen erzählt, dass vorgängig der Vortriebsarbeiten des Brillenprofils der Abfangträger der Bohrpfahlwand erstellt werden muss. Der Abfangträger wird zusammen mit dem Aushub im Abschnitt 3 erstellt, noch bevor der Aushub die finale Kote erreicht hat. Der Riegel, hier auf der Situation als roter Balken dargestellt, wird in mehreren Etappen gebaut und stark bewehrt. Mit jeder einzelnen Etappe muss außerdem die Abdichtung eingebracht werden. Sie sehen dies in Arbeitsschritt 3 rot eingezeichnet. Die Abdichtung muss dabei zwischen Pfahlwand und Abfangträger nach hinten gezogen werden. Dort
wird die Abdichtung dann mit der Abdichtung des Brillenprofils verbunden. Den Bauablauf der Abfangkonstruktion sehen Sie auf dieser Folie. Wie bereits erwähnt, wird zuerst der Querriegel in Etappen erstellt. In einem zweiten Schritt, unten links auf dem Bild zu sehen, sehen Sie, wie die Bohrpfahlwand unterhalb des Riegels lokal abgebrochen wird und die rote Stütze beidseitig erstellt wird. Die Stütze folgt dabei der Geometrie des Gewölbes. Der dritte Schritt im Bild oben rechts erfolgt zusammen mit dem Vortrieb des Brillenprofils. Nachdem der Widerlagerstollen West vorgetrieben ist und die Stütze des Brillenprofils eingebaut ist, wird auch die Stütze der Abfangkonstruktion auf derselben Flucht eingebaut. Als vierter Schritt im Bild unten rechts erfolgt dieselbe Prozedur beim Widerlagerstollen Ost. Nun möchte ich einen kurzen Einblick in die statischen Berechnungen geben. Grundsätzlich wurden die statischen Berechnungen anhand mehrerer maßgebenden Schnitte in 2D durchgeführt. Die Berechnungen erfolgten anhand der Finite-Elemente-Methode unter Berücksichtigung der Interaktion des Baugrunds mit dem Bauwerk. So konnten neben den Tragsicherheitsnachweisen Aussetzungsberechnungen erstellt werden. Zur Evaluation der kritischen Bauzustände wurden alle Ausbruchetappen im Modell modelliert und durchgerechnet. Jede Berechnung der aktuellen Etappe berücksichtigt dabei die Verschiebungen und Spannungszustände der vorhergehenden Etappe. Auf dieser Folie sehen Sie exemplarisch für das Brillenprofil die nacheinander durchgeführten Berechnungen in den einzelnen Spalten. Für den Nachweisschnitt unter dem bestehenden Bahnhof wurde analog vorgegangen. Die Details zu diesem Bauvorhaben erzähle ich Ihnen später im Vortrag. Nun noch kurz zu den Herausforderungen. Die Bauausführung des Brillenprofils hat noch nicht begonnen, deshalb kann ich Ihnen keine Fotos oder Infos zur Bauausführung zeigen. Aber ich kann auf die Herausforderungen aus Sicht der Planung kurz eingehen. Neben der Lösungsfindung für eine tragfähige und konstruktiv gute Lösung für die Ausbildung des Brillenprofils ist es insbesondere die komplexe Geometrie, welche für die Ausführungsplanung eine Herausforderung darstellt. Alle 4 Tunnelachsen verlaufen in einem unterschiedlichen Radius und nicht parallel. Die Aufweitung in Längsrichtung ist außerdem nicht symmetrisch. Das bedeutet, dass sich die Ausbruchsquerschnitte auf unterschiedliche Weise voneinander wegbewegen. Der Schnittpunkt der alle 1 Meter einzusetzenden Stahlprofile der Ausbruchssicherung ist immer unterschiedlich, aber es muss für die Ausführung passgenau sein, damit die Knoten dann auch verbunden werden können. Die Konstruktion wurde daher als 3D-Modell aufbereitet, was aufgrund der unregelmäßigen Geometrie sehr aufwendig war. Die vorgesehene Geometrie wird auch vom Unternehmer eine hohe Genauigkeit beim Vortrieb bzw. beim Einbau der Ausbruchssicherung erfordern. In diesem Zusammenhang ist der nach bereits ca. 15 Meter Vortrieb im Widerlagerstollen Ost und Tunnelgleis 21 umzusetzende Rohrschirmvortrieb eine zusätzliche Herausforderung. Zum Schluss gehe ich noch kurz auf eine weitere Schlüsselstelle des Abschnitts 2 ein, auf den bestehenden RBS-Bahnhof. Der bestehende RBS-Bahnhof liegt ungefähr rechtwinklig unter den Gleisen des bestehenden SBB-Bahnhofs. Sie sehen auf der Folie die 4 Einspurröhren von unten nach oben verlaufend und quer dazu der bestehende Bahnhof.
Die 4 bestehenden Gleisachsen sind gelb hinterlegt, weil der Bahnhof außer Betrieb genommen wird. Ein Versagen des Bauwerks hätte auch Schäden oder gar ein Versagen von Teilen des bestehenden SBB-Bahnhofs zur Folge. Aus diesem Grund wurde das Bauwerk aufwendig nachgerechnet und Rückfallebenen bzw. Interventionsmaßnahmen definiert. Eine solche Interventionsmaßnahme sind die Stahlabstützungen, welche zwischen den beiden mittleren Gleisen eingezeichnet sind. Ich werde sie nachher weiter erläutern. Ebenfalls auf der Folie eingezeichnet sind die heute angedachten Rampen, welche es Fahrzeugen inskünftig erlauben wird, zu Unterhaltszwecken via den Fahrbahntrog in den Außenbetrieb genommenen Zufahrtstunnel zu gelangen. Die Vortriebe der 4 Einspurtunnel unterqueren den bestehenden RBS-Bahnhof mit einem Abstand von knapp 7 Metern auf die großen Einzelfundamente. Diese Einzelfundamente tragen die Lasten der SBB-Perronhalle inklusive deren Decke und Nutzlasten auf der Decke ab. Zwischen den großen Einzelfundamenten sind kleinere Fundamente angeordnet, welche die Last der Decke des bestehenden RBS-Bahnhofs abtragen. Die Decke des RBS-Bahnhofs ist als Unterzug mit Gerbergelenken konzipiert. Die Decke des RBS-Bahnhofs trägt die Lasten quer auf den Unterzug ab. Nachrechnungen haben gezeigt, dass das Tragsystem relativ empfindlich auf differenzielle Setzungen reagiert. Es müssen 2 Arten von Setzungen unterschieden werden. Einerseits differenzielle Setzungen in Längsrichtung des Bahnhofs, weil nicht alle 4 Einspurtunnel gleichzeitig ausgebrochen werden. Andererseits differenzielle Setzungen in Querrichtung des Bahnhofs, welche mit fortschreitendem Vortrieb eines unterquerenden Tunnels entstehen. Die Setzungen wurden mittels 2D-FE-Modellen mit Simulierung der einzelnen nacheinander folgenden Vortriebe berechnet und betragen nur wenige Millimeter. Die differenziellen Setzungen in Querrichtung sind maßgebend. Je nach Anwendung der Gebirgsparametersätze kann die Tragsicherheit nicht mehr gewährleistet werden. Aus diesem Grund müssen Verstärkungsmaßnahmen ausgeführt werden. Für den Fall, dass die differenziellen Setzungen zu groß werden, ist ein mehrstufiges Konzept zur Verstärkung der Decke des bestehenden RBS-Bahnhofs vorgesehen. Als Basismaßnahmen werden in den Vouten des Längsträgers jeweils im Stützenbereich Schubdübel eingebohrt. Diese ermöglichen die Lasteinleitung der Decke in Querrichtung in den Längsträger. Mit dieser Maßnahme kann die Tragsicherheit für die gemäß Modellrechnungen berechneten Setzungen bereits sichergestellt werden. Aufgrund des großen Schadenpotentials für den Fall noch größerer Setzungen werden während der Bauzeit zwischen dem bestehenden Gleis 22 und Gleis 23 zusätzliche Stahlstützen montiert und vorgehalten. Diese sind auf der Folie gelb dargestellt. Die Stützen haben die Aufgabe der zusätzlichen Lastabtragung, um die vorhin erwähnten Vouten bzw. Unterzüge zu entlasten. Die Herausforderung ist, dass bei eintretenden Setzungen die Stützen nicht plötzlich zu große Stützkräfte auf die bestehende Decke generieren. Aus diesem Grund werden die Stützen nicht kraftschlüssig eingebaut, sondern sie können eingestellt werden. Während des Vortriebs wird die Setzungsentwicklung beobachtet und bei Erreichen des Schwellenwerts die Abstützung in Betrieb genommen. Mittels Pressen wird die erforderliche Stützkraft eingestellt und spezielle Absenkkeile eingesetzt respektive aktiviert. In der Folge müssen die Setzungen und auch die Stützenkräfte regelmäßig kontrolliert und die Stützen bei Bedarf nachgestellt werden. Nun bin ich mit meinem Vortrag am Ende angelangt. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Spaß bei den weiteren Vorträgen.